Guten Morgen. Morgen. Es hatte in der Nacht eine Tiefstemperatur von 10 Grad. Das ist quasi wie Sommer für uns. Ja, es war echt angenehm. Auch beim Schlafengehen hat es 12 Grad, jetzt hat es 13 Grad. Ja, und wir waren ja, weiß nicht, 5 bis 8 Grad gewöhnt, also jetzt echt wieder wärmer. Und wir sind jetzt nördlicher, also wir sind jetzt am Nord. Da war unser heutiger Schlafplatz. Und da ist gerade ein Rentier rauf spaziert. Turn my face away when I don't know what to say. Just the ocean of these thoughts sweeps my whole world away. And the words are like raindrops dropping down on me on a summer's night. My fantasy doubles when dreams are on my mind. Shoot me to the most remote corner of the universe. I whisper now, maybe I'll be heard. Wir kommen jetzt gleich in den Tunnel, der zur Nordkap-Insel führt. Und der ist richtig lange. Und 9% Gefälle und dann wieder steigen. Das heißt jetzt 3,4 Kilometer bergab und dann 3,4 Kilometer bergauf. Und dadurch, dass man halt in einem Tunnel ist und der so gerade ist, weil die Augen sagen einem, es ist alles gerade, aber ich fahre in der 5. Motorbremse über 80, also ich würde wahrscheinlich über 100 schnell werden, wenn ich nicht ab und zu bremsen würde. Das ist wie ein V gebaut, der Tunnel. Und das Auge sagt, sieht aber nur eine gerade Straße. Natürlich, alle Lichter sind gerade und die seitlichen Schilder und so ist alles gerade, ja, aber man kann sich ja nicht orientieren, dass es eigentlich bergab geht. Und das ist so skurril. So, jetzt sind wir am tiefsten Punkt angelangt. Jetzt ist es halt noch viel komischer, weil wir fahren halt bergauf und der Motor strengt sich aber sehr an. Und für die Augen sieht es halt gerade aus, aber der Gleichgewichtssinn sagt eher, dass es ein bisschen bergauf geht. Schauen wir mal, ob wir es halten können. Wir sind jetzt bei 110. Wir werden langsamer. 100. 2 Kilometer. Geht's noch bergauf. Wir sind schon bei 95. Es geht nicht mehr. 90. Oh je. 80. Oh, 70. Bei 60 müssen wir in die vierte schalten. Oh, 65. Und 60. Keine Chance. 122 PS, aber keine Chance. Geschafft! Jetzt sind wir auf der Nordkap-Insel. It seems like everything I do ends to daydream way too soon. To fix myself and take a further step, it's the last chance I can get. Talk so much, but say so little about things that can't escape my head. Stuck between depression. Wir sind am Nordkap angelangt. Das ist jetzt der nördlichste Punkt unserer Reise. Jawohl! Ja, ab jetzt geht es nur nach Richtung Süden, nur nach Richtung Wärme. Das ist der Plan. Es gibt keinen noch passenderen Ort, um diesen Aufkleber aufzufinden. And egoism
Tada! Wir sind jetzt seit 11 bei dem Nordkap-Zentrum, haben ein bisschen Video weitergeschnitten, ein bisschen die Aussicht genossen. Es ist jetzt schon Richtung Sonnenuntergang und es ist so eine schöne Stimmung. Wir werden am Abend da bleiben. Pieces missing. Und wir haben jetzt die letzten Tage immer die Vorschau für die Nordlichter angeschaut und es war immer die Möglichkeit, welche zu sehen, aber es war immer bedeckt. Das heißt, ja, wir haben keine gesehen, aber heute ist wieder die Möglichkeit da. Das heißt, die Sonne und der Himmel tun die richtigen Sachen und es ist wolkenlos und wir haben so eine Chance, die Nordlichter zu sehen. Und das wäre richtig cool. Und es ist so unglaublich, wie weit man das Meer hier sehen kann. Wir sind so weit oben und das Meer ist so weit. Es ist Sonnenuntergang und der Dani schneidet brav Video. Aber er war eh schon draußen und hat es sich angeschaut. Und wir haben eine schöne Aussicht. Show me to the most remote corner of the universe. Und obwohl das hier der eigentliche Nordkap-Globus ist, ist der wirkliche nördlichste Punkt Europas. Dieser kleine Ausläufer da. Und dort kann man hinwandern, das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Der Farbverlauf vom Sonnenuntergang ist unbeschreiblich perfekt. I whisper now, maybe I'll be heard. Der Mond geht gerade auf. Und ich gehe jetzt gerade zum Auto, um Suppe zu kochen als Abendessen. Und es ist echt schon kalt. Also ich muss mich bemühen, dass mein Unterkiefer nicht zittert. Also meine Zähne klappern. Und meine Hände frieren ein, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, heute Nacht wird es schon ordentlich kalt. Und die Dani schaut gerade, wo wir einen ebenen Platz finden könnten, weil hier alles abschüssig ist. Damit wir dann auch das Dachzelt aufstellen können. Wir haben einen ebenen Schlafplatz gefunden, Dachzelt aufgestellt und jetzt essen wir die Suppe. Seems like everything I do ends to daydream way too soon to fix myself. Ja, Wir sind Nordlichter. Das Glück. Ja, es ist übrigens eine einzelne Nacht. Wir haben gerade noch tief geschlafen und es ist kalt. Deswegen vielleicht ein bisschen übertriebene Euphorie. nein, das ist voll cool. Es ist wirklich, wirklich schön. Ends to daydream way too soon to fix myself and take a further step. It's the last chance I can get. Guten Morgen. Es ist, wie man sehen kann, ein bisschen windig. Wir stehen genau im Wind, weil der Wind wurde von Süden angesagt, aber nicht so stark wie er jetzt ist. Aber ja, wir stehen auf jeden Fall genau im Wind, das ist eh die beste Möglichkeit im Dachzelt. Ich zeige jetzt euch mal kurz, wie windig es wirklich ist. Ich habe jetzt diesmal Karten geschrieben vom Nordkap. Und diesmal habe ich dazu geschrieben Österreich und Nordphilippines. Vielleicht kommen sie diesmal pünktlich an. Wir haben ein Rad am Defender. Aber warum? Also der auf der Motorhaube kommt aus den USA und ist mit dem Rad vom Süden von Norwegen hergefahren. Und meint jetzt, es wäre super, wenn wir ein Stückchen wieder Richtung Süden mitnehmen können, weil er möchte nicht wieder all dieses Berge hier. Und da haben wir gemeint, ja gut, Rad kann aufs Auto drauf, sein Gepäck kann rein und wir nehmen ihn mit bis Honigsberg. Und von dort nehmen wir dann 2 Backpacker aus Deutschland mit, die wir gestern getroffen haben, die wir dann bis nach Finnland mitnehmen. Und in Finnland heute Abend treffen wir dann Gabor und Jasmin, die wir in Schottland kennengelernt haben und jetzt endlich wieder treffen. Also ja, und der rechts ist auch aus Österreich und das ist so cool, weil wir haben so wenige Österreicher bis jetzt gesehen und den haben wir gestern getroffen.
So, wir sind am Weg nach Honningsvåg, um den Radfahrer abzusetzen und dann die Backpacker abzuholen. Ich habe gerade mit ihnen telefoniert. Sie bringen jetzt den Schlüssel von der Hütte zurück, weil sie haben heute in einer Hütte übernachtet. Und von dort holen wir sie dann ab. So, wir sind in Honningsvåg angekommen und das Rad muss wieder runter. Also das ist Davis mit seinem Rad und den lassen wir jetzt in Honningsvåg. Im Winter schneit es hier so viel, dass es nur Kolonnenverkehr gibt, also dass um 7:30 Uhr, dann um 11 Uhr, 13:45 Uhr und so weiter immer ein Schneepflug vorfährt und die Kolonne hinten nach. Unsere nächsten Mitfahrer, juhu. Rucksäcke einladen, schauen, ob alles reinpasst. Wir fahren jetzt nach Finnland, nach Inari. Mit, wie heißt ihr? Max und Louis. We could have talked the whole world through, but I remain silent, and everything is like it was before. Dani ist gerade auf die lustige Idee gekommen, schwimmen zu gehen. Jetzt schaut mal, wie kalt das Wasser ist. Und er meint, es ist hier so sommerlich, weil es im Auto halt über 20 Grad hat, weil die Sonne reinbrennt. Aber draußen ist nicht so warm. Ja. Ich glaube, er verwirft die Idee gleich wieder. Ja, voll okay eigentlich. Dann jemand, es war nicht so kalt, dass sich die Lunge zusammenzieht, aber so kalt, dass man in 3 Minuten erfrieren würde. Es war ein bisschen komisch, es war irgendwas dazwischen. Schwer zu beschreiben. Ich glaube, er war einfach instant so taub, dass er überhaupt nichts gespürt hat. Das ist einfach ein Einschlafen gewesen. Seems like everything I do ends to daydream way too soon. Baby, it's a never-ending loop. I'm gonna cut it. Karel füllt gerade Wasser auf. Wir machen eine kurze Pause, um neuen Diesel einzufüllen, weil wir dann erst wieder in Finnland tanken wollen, weil es dort viel günstiger ist als in Norwegen. Und um ein bisschen was zu essen. Drüben kann man schon den Grenzfluss sehen und auf der anderen Seite ist schon Finnland. Wir fahren jetzt noch ein bisschen noch entlang bis zum Grenzübergang und alles auf der anderen Seite ist nicht mehr Norwegen. Finnland! In einigen Kilometern ist die Straße so furchtbar wie jetzt. Man kann nur maximal 50 km/h fahren. Und vor allem für so viele Kilometer schon. Es waren sicher schon 10 Kilometer Baustelle. Eine Ampelschaltung mitten im Nichts. Und wir fragen uns, wie oft er heute schon sein Schild geflippt hat. Ist das ein Lederbil? Flip. Also der ist Flip. Ja, ist ein Lederbil. Flip. Flip. Es ist so schön und herbstlich schon. Like everything I do ends to daydream way too soon. Wir sind in Inari in Finnland, dort wo auch in der Nähe der Schlafplatz ist, den die Schweizer schon ausgesucht haben. Und da lassen wir die 2 Backpacker raus. Wir haben die Koordinaten für den Schlafplatz heute schon bekommen. Das Essen ist angeblich schon fertig. Wir sind sehr gespannt. Wir sind jetzt schon 8 Kilometer hier Offroad gefahren. Also ist Offroad schon ein gescheites Stück. Und wir sind echt tief im Wald. Also wir sind echt gespannt, welchen Schlafplatz Gabo und Jasmin da ausgesucht haben. Jo, da steht schon jemand und trinkt uns. Never ending loop. I'm gonna cut it through.